56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann! ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 16. Episode und damit zugleich zum letzten Akt der Gruppenphase. Bevor nächste Woche das Finale läuft, werden heute noch 2 Tickets vergeben. Eines davon dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit an Team Tailwalk gehen. Nach dem Vormittag stehen Robin und Guido dank solider Hechte und eines 79er Zanders ziemlich ungefährdet an der Spitze. Mit 2 weiteren Upgrades würden sie den Sack wohl endgültig zumachen. Deutlich enger ist die Lage dahinter. Westin auf Rang 2 hat zwar einen kleinen Puffer, den Belgiern fehlen aber bislang die echten Kickerfische. Auch Humminbird ist nach mehreren besseren Fischen noch im Rennen. Durch die schwache Ausbeute am River Day und vor allem den 25er Barsch, der zwangsläufig in der Wertung bleibt, stehen die Chancen aber deutlich schlechter. Für Zeck waren schon vor diesem Tag alle Hoffnungen auf das Weiterkommen dahin. Trotzdem zeigen Chris und Frank bislang eine beherzte Leistung und konnten die rote Laterne inzwischen an Team Frapp abgeben. Zum Start noch schnell der Blick auf die Karte. 4 Teams waren auf dem Haringfleet gestartet. Frapp fischt weiterhin in der Nähe von Stellendamm. Westin mittlerweile an der Ostseite von Tingemetten. Abo dagegen ist aufs Hollandsdiep gewechselt, Humminbird aufs Volkerrad. Dort befinden sich auch die restlichen 3 Teams. Bite of Bleak etwas westlich des Schelde-Rhein-Kanals, Tailwalk und Zeck im Nordosten des Gewässers. Und damit rein in einen hoffentlich fischreichen Nachmittag. So, los geht's. Nächste Episode. Hello guys and girls, welcome to the second episode of Lake Day Team Abu. Neue Episode, neues Glück. Hello guys, so last episode of the Lake Day. For now, we keep on hammering and hope you enjoy the show. See you. Herzlich willkommen zur letzten Episode. Tja, wir können gar nicht mehr ganz so viel bewegen. Drückt uns die Daumen weiterhin. Und dann drückt uns dabei mal richtig die Daumen. Das brauchen wir jetzt. So ist es. So ist es. Fuck. Had a bite in front of the boat, like super close. Yep. It's close to us. Here it is. Smaller one. Oh, it's maybe not even. Yeah, but it's a fish. Yeah. Let's see. And it's 42. Es ist mal so, Frank, wir können morgen bei Sonnenschein und kurzer Hose dann Richtung Heimat aufbrechen. Ja. Ist auch nicht so Reicht schlimm. jetzt auch mit dem Wind und dem Regen. Ja, ich mache das ja schon seit 3,5 Wochen mit dem Wind. Die ersten 4, 5 Tage waren super. Ja. Und dann seitdem habe ich das auf die Fresse, ne? Nur auf die Fresse. Good fish. Pike. Pike? Yeah, I think so. That would be nice. Okay, good on. They waited a long time here. It will be a zander. Senderos, It's not a pike. a big upgrader. I hope. It's definitely was a bite. Was not a bream. Not a bream. Not a false hooked bream. No. Not so big anymore now, eh? No. That's strange. Beginning a rod was in a big bend and now... Oh, blij. An asp. An asp. Is that counting? No. That's not counting here. No. On the bottom. It's okay. On the bottom. You don't want to net it? Yeah. No. Sure? Yeah. Asp. But asp is not counting.
That's I very knew it rare, was a bite. But, very rare to catch an ice that deep. yeah, but last week also many were caught Yeah, also on the bottom. everywhere. Huh. Nasp. Ja, wir versuchen jetzt zu schleppen. Wir haben hier eine super Kante, wo Hecht und Barsch steht. Normalerweise kommt eins der beiden Fische immer. Und da wir jetzt natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck gekommen sind, heute Morgen die Barschplätze alle belegt waren, werden wir jetzt die schnelle Nummer machen und schleppen. Schleppen ist auch nicht meine Lieblingsart und Weise zu angeln, aber sie ist halt brutal effektiv. Und der Danny ist hervorragend, um zwischen 3 und 5 Meter zu schleppen und sehr, 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 sehr brutal effektiv. Also falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, hängt euch mal dran, zieht mal die Kanten entlang und dann werdet ihr mit Sicherheit eure Fische fangen. Und wir starten mit der Power Hour. So, das passt. Got it. They like the bigger one. And the bait drops on the bottom and bang! I think they like the bigger one. They didn't like the small one. Not a big fish, but It's a fish. there is one. Man, that power bait works! That's quite fast. Oh, the lure is out already. First cast, bum. And have a look at this beauty. Nice one, my friend. First ender in. Remember, everybody, Berkeley curl, shed, honeycomb structure, power weight rub on booster, get you the Zanders. Touch 60. 60. Nice sender, 60 centimeters. Good first fish. Let's see if there are bigger ones around. Thanks for playing, buddy. Go for it. Woohoo! See you later. Hoppa! Kein Grund zum Ausrasten, aber absolut solide. Abo fielen nur noch 2 Fische zur Fullcard, während bei Frapp längst Resignation eingekehrt ist. One bait, one small bird. One small bird and one bite. Yeah, nothing to do. That's fishing. I think we only few cast more here and then we're gonna change some area, new area, but really many spots, empty spots here. So yeah, but we're gonna try. So we arrived to the first spot. It's pike time o'clock. We find a nice grassy area and we're hoping for a big pike. I'm going to fish with our new jerkbait and Luke is going to fish with I don't know it yet. I'm swimtail. still making my mind. But I think... With whatever he can find. Swim, I think. Yeah, right. a swim, yeah. Let's Yeah. go. Yeah, let's go, Toon, come on. Proof the jerkbait is very good because you did it the other day. But now with a bigger one, come on. Ah, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn hier nicht gleich was hängen bleibt. Bitte? Das müsste aber mit dem Teufel zugehen, wenn da Strecke nicht. Fisch. Ich guck wegen den Booten. Grill du? Ich guck Den Anker reinmachen. Oh, Junge. Echt? Ich weiß nicht, aber Wahrscheinlich ist ein Hecht. der macht gar nichts. Boah, das ist aber gut Gewicht hinter, aber das kann auch die Strömung jetzt hier sein, die dagegen drückt. Ja, gerne. Hast du jetzt Zeit? Ich helfe dir gleich. Was ist da denn dran? Ein Lappen? Kann auch ein Zander sein. Oh, jetzt. Ich glaube, das ist ein schöner Hecht. Wenn man nicht weit gekommen war. Ist doch gut. Boah, jetzt geht er ab. Aufpassen, dass er in den E-Motor kommt. Ja, nee, ist ja nicht Oh. drin. Junge, das ist nicht so schlecht, was da dran ist. Boah, ja. Schöner Hecht. Junge, Schöner Hecht. der sitzt ganz vorne. Ja, aber der hängt mit beiden Flunken, glaube ich. Ja? Ja, ja.
Da hat er Platz im Kescher. Jawohl. 91. Oder? Erik, da vorne ist er voll dran. 91. Geil. Ja, so brutales Schleppangeln, wenn man die richtigen Plätze findet. Und der Danny ist eine Macht zum Schleppen. Gerade so auf diesen 4-5 Meter Kanten. Und ja, der Fisch muss jetzt schleunigst zurück. Wir sind jetzt nur ein paar Minuten gefahren. Und von daher versuchen wir noch zumindest einen Barsch und vielleicht noch ein Hecht zu kriegen. Dann können wir danach noch ein bisschen Spaßangeln machen. Ja. Auf Wiedersehen. Weg ist er. Geil. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich auch. Der eine Plan geht auf, ein anderer wird buchstäblich durchkreuzt. Knut und ich fischen hier gerade, driften schön. Dann kommt ein Boot, stellt sich 100 Meter vor uns und stellt sich genau unsere Drift rein und macht das Gleiche. Irgendwelche Nicht-Turnierangler macht das nicht. Genau, Lass es den Leuten ist ihren einfach Platz. doch unkollegial, sag ich mal. Ne? Ja, das Wasser ist Wir so sind doch groß. alles Kollegen, Petri-Jünger hier, wir haben alle Bock auf Angeln. Und da muss man den anderen nicht den Weg abschneiden, die Drift abschneiden. Hooked up. Yep, it's fish. Too small. Not short. No, not short. No, this is not too small, Jochen. Big enough? Yep, 100% big enough. Fuck, this is a nice one. Then a little bit more emotions. Yeah. Here it comes, here it comes. Oh shit, this is a good one. Oh, show me It's nice. where it is. Here it comes, here it comes. It's close. Oh shit, that's a big one. What are you doing there? Yeah, I'm trying. Oh, that's a nice one. Let's come, let's come. Yes, yes, Yeah, yes. that's it. That's a good one. Woo! Let's go. We need one more Yes. bigger. 61. Okay. Got a 61 new spot. We aimed for Sander. Got a 61 like second cast, so it feels super good. Like I'll do a drop release like that. Back she goes. Oh, nice upgrade. That's a nice upgrade. We brought such a lot of fish during the last days. And we only have one in the boat because Jonas missed his box at home. So we have to be careful about this guy. But it works, huh? This lure works. Unbelievable. At least one, but tell you more. Yeah. But yeah, if we don't catch them, you cannot stay the whole day, but It's better to go to Holland's Diep yeah, than we did this. yeah. We are here now for 50 minutes. 55 minutes. 55, we fish up to that marker, Yeah. like 20-30 meters further, and I go a little bit quicker now. Waited a little bit for your follower, but there are plants here, so that's good. Oh fuck! Yep, That's a good one. That's a better one. yep. That's a good one. Oh, this is a better one. Huh? Yeah, this is a better one. Yeah. Saw it. Fuck. And here it comes. Should be. Oh fuck! Here it goes. This is a big one. Yeah, there's a big one for sure. Oh. Those head shakes. Yeah, nice, huh? Yeah. Shit. Oh shit. This is a really big one. Should be quite close now. Yo. Oh yes, that's a big one. Don't yell, huh? Oh, there's a big one. This Nice. is one for. This is a personal best. This for sure. This is a personal best. That's the one. I think I should take this lure. Yeah. Ooh, do it together. Yes, this we need. Fuck. Oh, that's. Oh, that's a 80. This is. That's a 80 nice. plus. This is a personal best. Oh shit! What a fish, guys! Look at this. Yep. You see exactly. You got it. This is 74. Yeah. 74. So 74 centimeters under. Personal best even. So feels amazing. Try to make a quick release on this one.
let it explode. Jonas meint seinen PB in den Niederlanden. Aber dennoch starker Fisch, mit dem Bite of Bleak zu Westin aufschließt. Und irgendwie sympathisch, dass ein solcher Zander für den Schweden nicht selbstverständlich ist. Can't even speak. Can't even speak. Whew. That is crazy. What a fish. And in a competition like this? And hey, 61, 74, now 92. That's the route. Yep. Boom. Changed the area. Super slow fishing the other side. Not so windy here and very deep edge here and shallow behind and some rocks also. Let's try here in pre-fishing here pikes, perches and tenders also. So let's try. Fisch! Fisch! Oh, es könnte ein Barsch sein. Ist er noch dran? Oh, ich glaube, das Hängt er noch? Ich weiß es nicht. Dann ist aber nichts so los. aus, ne? Ja. Da ist aber nichts Großes. Hängt noch, was? Ich weiß es nicht. Ja. Barsch. 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 Barsch, der heimtückische. Da ist er. Warte, Kescher, wo ist der Kescher? Vorne. Der hängt ganz vor, hinten drin im Drilling. Komm nicht an den Kescher. Jetzt hängt er sowieso richtig. Der heimtückische Barsch. Ein Barsch, ein Hecht? Dann hätten wir unser Programm, was wir wollen. Ja, dann hätten wir die Full Card in Anführungszeichen. Die übrig gebliebene Die abgespeckte Full Lass mal Card. schnell drauflegen. Jo. 32. Jawohl. So, ich schmeiß ihn gleich zurück. Ja, mach mal gleich zurück. Den kleinen. Und Ganz weiter Welle geht's. hier auf dem Teich. Weiter geht's. Geil. Abfahrt. Abfahrt. Die Dampf rollt. We have such a tough day fishing for pike. I'm always wondering what are the others catching. There were teams that still had to catch their pike. I'm always wondering, If they do will. they catch them? And if they did, where do they catch them? Yeah. And how? That's true. Because this is a super spot, huh? It's very good spot, this one. Plants, clear water. Yes, it's really good. Last year in the training from the WPC, We caught many one here. small stretch, boom! Yeah, caught many of them. A nice 90 plus. Guter Fisch. Bin da. Oh, das ist ein guter Fisch. Echt meinst du, oder? Der macht noch nichts. Wenn das ein Zander ist, Über den Zander würde ich mich noch mehr freuen. Hast du gejiggt oder jiggst du noch? schick. Alter, geh da bitte weg. Muss ans Heck. Wird jetzt ein bisschen hektisch hier. Und wenn man hier durchs Boot rennt, kannst du immer ein Heck. Ja, nehmen wir. Der ist jetzt hier direkt hier vorne. 3, 2, 1. Yes, drin! Yes! Zweiter Hecht. Wuhu! Oh. Den wollte er haben. Also wunderschöne Färbung, sehr gesunder Fisch. Und ich würde sagen, den 72, machen wir als 72? 72er. Ach, richtig gut. Yes! Unser zweiter Hecht. Das war eine Geburt. Aber unser Plan geht voll auf, Jan. Ja, weiter geht's. Wir Unser haben Plan geht voll auf. viel Zeit. Wunderschöner Fisch. Es geht weiter. Okay, we change it again. This spot we got some pikes in the pre-fishing, so we're gonna try if we need some pikes. We need perches and tenders, so yeah, the time is running off. So Fisch. Oh! Junge! Oh, fuck, sorry. Das könnte ein Barsch sein. Wir stehen hier zwischen den ersten beiden grünen Tonnen.
Vielleicht kriegen wir noch eine Runde hin, dann machen wir direkt Rückweg. Warte mal, ich mach... Barsch. Barsch? Ja. Oh, ist sogar ein guter, Frankie. Der ist besser. Kische. Der hängt auch nur Das noch ist knapp. ein 40 plus Der hängt Barsch. ganz knapp. Der hängt ganz knapp. Und... zieh rüber. Warte, ich komme. Eingeschleppt. Yes. Der hat 40 plus, Petri. Petri. 38,5. Also 39. So. Petri. Jetzt haben wir die spartanische Fullkarte geschafft. Genau. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen Spaß angeln und gucken, ob wir noch ein paar größere Fische fangen. Ja. Aber der kommt jetzt erstmal zurück. Der darf weiter schwimmen. Und weg. Zack. Happy. Wollen wir auf Barsch heute auch nicht mehr angeln. Da können wir den 1 Stunden schon einsparen. Ja. Ich muss schon wieder pinkeln. Ja, gleich Aber wenn die Power Hour vorbei ist, machen wir erstmal Pause. Erstmal Druck abbauen. Ja. Da werden wir noch ein Brötchen holen, eine Cola. Freuen wir uns auch, dass es gut gelaufen ist. Ich hab gehofft, dass wir noch den Hecht dabei kriegen. Wenn ich fahre mal jetzt an die Tonne danach und lassen erstmal ein bisschen Hechtgummis raus. Ja. Da wo die Brassen standen. Wir machen auf jeden Fall noch meine Tonne da hinten. Vom Restaurant. Aber lass uns mal den Platz kurz abchicken, ohne Scheiß. Also Welchen? das sah echt gut aus. Welchen? Der Punkt hier auf der Strecke, der punktuelle. Ja, Fisch. Aber was eine Maschine. Alter, ist der eingeschlagen. Ah, ich krieg meine Route gar nicht hoch. Ich mach Anker. Er ist eh vorbei mit Schleppen. Echt? Muss ein Hecht sein. Alter, ich wollte mal die Route nicht hochbewegen. Das ist natürlich eine weiche Route jetzt, ne? Aber auffällig, kommt alles auf den Spook, ne? Ja. Und die sind, aber wo er drauf kommt, ist egal. Ich glaube, dass er noch gar nicht weiß, dass er dran hängt. Ist auch gut. Was ist das? Ja, gerne. Ich nehme mal einen Monster-Kescher. Könnte nicht schaden, aber Ist egal. Da haben wir mehr Fläche. Boah. Junge, das könnte ein guter Fisch werden. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil er nichts macht. Ganz entspannt. Der ist so ruhig. Aber der Biss war geil. Der hat mir direkt die Rute aus der Hand gerissen und ich konnte nicht mehr hoch. Ich bin jetzt mal gespannt, was da kommt. Vielleicht ganz entspannt. Ich glaube, es wird ein Hecht, ein guter. Ja, aber ich glaube, so groß ist er doch nicht. Boah, da ist was hinter. Aber der macht noch nichts. Ich glaube, der geht gleich ab. Jetzt kommt er. Zuckerbohne schon oben. Jetzt müsste er jeden Moment hochkommen. Boah, was war das? Ich glaube ein Hecht, ja. Aber Ja, kein muss großer dann, ne? Ja, 80 hat er, glaube ich. Wenn nicht, aber ich habe nur ganz kurz gesehen, die Flanke. Machst du super, Fragen. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr. Der kämpft auf jeden Fall wie ein großer. Ja, aber was für 28 Gramm Rute. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Nicht, Ui. 80, da müsste so die. Oh ja, 80. Ja, der hat 80. Komm. Bring ihn rüber. Der hat aber groß gekämpft. Yes. Oh. Geil. Power Hour ist jetzt auch vorbei. Okay, dann aufhören. Aber ich würde sagen, die haben wir jetzt richtig gut genutzt. Das, was wir wollten. 2 Hechte, 2 Barsche. Das war unser Plan. Brillant. Super gut. 86 glatt. 86? Ja. Mega gut, die Power Hour ist vorbei und unser Plan ging exakt auf, wie wir es eigentlich, unsere Wunschvorstellung letzten Endes, wie wir es eigentlich haben wollten. Genau. 2 Barsche, 2 Hechte und ja, den 86er lassen wir schnell zurück. Weg ist er. Und weg ist er. Haha. We are back! Naja, eigentlich nicht, eigentlich sind wir komplett raus, aber
Wir sind froh, wir sind happy, Planfahrt funktioniert bisher. Im Kampf ums Finale spielt Zack zwar keine Rolle mehr, trotzdem sind Chris und Frank inzwischen sogar auf Platz 4 geklettert und haben damit Abu ebenso wie Humminbird vorerst überholt. Wir machen jetzt nochmal einen Spotwechsel. Wir denken, wir haben ein paar Fische nicht gefangen, die weiter oben oberhalb von unserem Spot waren, wo es direkt losgegangen ist. Das heißt, hier ist es richtig abgegangen. Und wir versuchen jetzt nochmal hier die zu überholen und nochmal den oberen Bereich nochmal zu befischen. Und dann machen wir einen richtigen Wechsel vom Areal. Aber jetzt werden wir nochmal unseren Bereich hier nochmal richtig behämmern im oberen Teil davon. So, drückt uns die Daumen. Was war das für ein Winter? Das Eis ist endlich weg und die Sonne ist wieder da. Also feiern wir mit euch die Sunny Days. Einfach beliebige Produkte im Shop für mindestens 50 € shoppen. Favorisiert der Iris oder Sclera mit dem passenden Glas einfach in den Warenkorb hinzufügen. Und an der Kasse den Code SunnyDays26 eingeben und schon wird die Brille im Wert von 34,99 genullt. Nur bis zum 20.04. und nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Really? Yeah, push. Nice. Camera on. Whoop, whoop. Super nice. Oh, yep. It's upgrade. I made a trick. Tell you. Upgrade. 36. Nice. 36, all reported. No stop. Okay. You know what I mean? Yeah, of course I know what I mean. Nice. It's not possible that there's so much fish and nobody. Not possible. Good luck. Got it. Okay, cool. First missed it and then got it. Also a small one. Really small one. Oh, it's sizable. Missed it. Got Good job, man. I was fishing with the 15 centimeter. I just switched to the 12.5 centimeter. Yellow caught already a fish on it. Already had a bite. 40, 49. Okay, small zander. There it goes. Bye bye. Up to the next one. So now we are getting close to a full card. We only need one pike and then we got a full card. But first we need bigger zander. So we're gonna continue zander fishing first and then later on that pike. Let's go for the full card. So, wir sind jetzt an einem Spot, wo gestern richtig Big Fish kam. Und Big Fish will auch was sehen. Jetzt jagen wir mal den da ins Rennen. Und noch 2, 3 andere Köder. Und vielleicht, hoffentlich, rumst jetzt noch mal so ordentlich. Also wir hatten da gestern Hecht und Zander, aber beide sind richtig guten Größen. Ausnahmegröße zum Teil. Auf jeden Fall. Feuer. Hängt. Fisch. Hängt. Guter Fisch oder nicht so gut? Kannst ja der Route nicht einschätzen, ziemlich lang, aber wird kein Monster sein vermutlich.
Also gerade Kontakt gehabt. Und ja, jetzt hängt ein Fisch. Ihr dürft ja mal raten, auf welchen Köder. Sagen wir so, ich fische ihn nicht mehr. Also ich sag mal so, der wird kein Monster sein, aber vielleicht ist das ein Upgrade zu unserem 70er. Wir wollen das ja mal hoffen. Und der kommt schnell aufs Board, weil wir brauchen noch einen größeren. Der reicht nicht, um weiterzukommen, glaube ich. Nee. Ach du meine Güte. Ja, das ist definitiv kein Upgrade. Wenn, dann wäre der nämlich auch nur 73,5. Und wo einer ist, sind auch noch andere. Und weg. So, das ist jetzt mein letzter Wurf hier an dem Spot. Und dann werden wir noch mal schnell rüberdüsen. Da haben wir im Training auch ein paar schöne Fische gefangen. Und das wollen wir natürlich jetzt wiederholen. Und da stehen wir aber mitten in der Welle. Und da wird dann so ein Driftmodus mit so einem Minn Kota umso wichtiger, dass wir da kontrolliert fischen können, wenn da richtig Zucht drauf ist und der Wind drauf steht. That fucking spider. What? The fucking spider was walking around in the boat. Thinking about that now? No, I got a lot of them in the boat also. Why do you think about that one now, suddenly? Why not? Maybe there's some more. Fuck. What? No, fuck. I thought it had a light strike, but it was a small one, like super small one. The fuck? Strike like 10 times now. What? What the fuck is this? It must be like a super small fish. Had like 4 bites now. How come, man? You got a bite again. Again? Yeah, but it just don't hook. Oh, fuck. Again? Yeah, that was a good one. You saw that? My rod is totally bent. I think they're biting tail. I had a big fish on. I've got a vampire without a tail. It was a big fish. I hate that one. They start biting. It's loose. I think it's big birds. Yeah? Yeah. Big birds, yeah. Big birds, big upgrader. Not a big upgrader, but Not it a can big be an upgrader. And this one is 40 also, I think. No. Too smaller? Wir sind jetzt gerade eben noch mal auf unseren Zanderspot gefahren. Wollen da jetzt noch mal 15 Minuten angeln. Einfach aus dem Grund, weil wir in der Nähe waren. Vielleicht können wir den 59er Zander noch mal upgraden, wenn sie noch mal juckig sind. Und wenn nicht, fahren wir weiter, machen jetzt ein bisschen Spothopping, mal Barsch, mal Hecht. Weil das sind noch die 2 Fische, wo wir auf jeden Fall noch upgraden könnten. Ich sehe mehr Potenzial beim Hecht, glaube ich. Aber das wird sich zeigen. Wir haben jetzt noch mal einen Spotwechsel gemacht. Jetzt zu einer steilen Kante, die ihr hier seht. Dort werden wir jetzt entlang driften. Und wir glauben eben, dass diese starken, steilen Kanten hier erstens wie eine riesige Leitplanke für ziehende Fische fungieren, dass die also hier entlang schwimmen und nicht unbedingt obendrauf schwappen sozusagen. Und hier steht auch noch der Wind drauf und wir haben sogar in diesem Gewässer ein bisschen Strömung. Und da sind diese Taschen hier in dieser Kante ein sehr guter Standplatz für einen Fisch, um sich vor der Strömung zu schützen. Hast du einen Fisch? Ja. Ja, das ist aufgegangen. Jetzt muss ich schnell keschern. Ich glaube, es fühlt sich so an, als würde er quer hängen. Okay, aber das ist mir erstmal egal. Ich mache mich zum Keschern bereit. Was ist, wenn es halt wirklich einer ist? Nee, ist quer. Ist gut. Ich glaube, er hängt nicht im... Könnte ein passender Zander sein, aber ich glaube, der hängt nicht so, dass er zählt. Ja. Ah, na gut. Mike, besser.
man ist mit dem Kescher ready. Aber vielleicht hat er ja 40 oder was der haben muss. Nee. Na egal, jetzt haben wir schon mal Zander gefunden. Zu klein und falsch gehakt. Ein Zander brauchen wir noch und einen Hecht. Und die Zeit rennt uns davon. Jetzt müssen wir noch mal richtig Gas geben. Jan, bist du bereit? Bin bereit. Gas zu geben? Vollgas. Leute, drückt uns die Daumen. Wir fangen jetzt noch ein. Chaka. Immer attackiert. Hängt. Fisch? Ja. Fisch. Fisch? Ja. Fächer? Nein. Der bringt uns nichts. Aber da sieht man mal auch, was die München raufballern. Verrückt. So, wir scheinen die Barsche gefunden zu haben. Aber das ist wahrscheinlich eine Einheitsgröße. So. Thema Größenverhältnis nochmal eine ganz andere Nummer. Der ist noch ein bisschen kleiner als der erste. Weiß ich nicht. Aber er hängt. Ich brauche einen Kescher. Big Zander, Big Zander, Big Zander. Brauch einen Kescher. War nicht, Alter. Der Bojenwächter! Wir haben davon gesprochen. Alter. Guido. Ja, jetzt soll ich meinen Köder wieder haben, oder? Scheiße, ey. Hier ist was los. Fuck off, ey. Ah, der letzte Wurf. Wir wollten bis zur Boje. Wir stehen an der Boje und haben die Boje angeworfen. Aber normalerweise kommt der Barsche. Geiler Fisch. Definition eines alten Reckens, Alter. Ja. Geil. Was ein Bursche hier. Und guckt euch das mal an, wie der den Stabi-Chat, ne? Also wo wir gerade drüber gesprochen haben, weginhaliert hat. Krass. Aber er hängt nur an einem ganz dünnen Häutchen. So. Moment of Truth. Pack ihn rauf. Und ja. Hast du ihn dran? Ja, ganz sicher. Ich halt nur die Augen zu, also auch für euch, dass er hier nicht runterzappelt. 82. Und als 82er geht er durch. Geil. 79er, 82er Zander. Wir wollten den 75er Hecht rauskicken, das haben wir gemacht. Aber jetzt brauchen wir wirklich große Hechte. Wirklich, wirklich große Hechte. Krass. So. Und der darf zurück in sein Element. Ich halte noch eine Sekunde. Alter Bursche, würde ich sagen. Geiler Fisch. Magisch. So sein, Guido. Ich darf Big Bait fischen. Du darfst Big Bait fischen. Jetzt geht's auf die dicken Hechte. Auch wenn die heute noch nicht wollten, aber wir haben ja noch 2 Stunden Big Fish. Stabi-Chat, ne? Absoluter Killer, auch auf die Großzander. Wir haben ja letztes Jahr auch geile Zander drauf gefangen. Wir brauchen aber immer noch diese Big Pikes. Was ist mit denen? Anker hoch, ab ins Flachwasser. So sieht's aus. Jetzt sind unsere Zander fast größer als die Hechte. Guido, war da nicht was? Guido und Robin können den Sekt schon mal kalt stellen. Dieser Vorsprung dürfte ihnen hier kaum noch zu nehmen sein. Ganz anders der Kampf um Platz 2. Knapp 120 Minuten vor dem Ende ist dort noch alles drin, auch wenn Abu langsam unter Zugzwang gerät. We're gonna do now. We're running out of time. We don't have a full cart. We need a pike. We go power hour trolling with crankbaits for a pike. And maybe a perch. Hopefully we get a pike. Here we close it. Then you put, please, wait, put one. Well, put one right to the seat, please. Fish, good one. Really good one. Yep. Going inside. Nice. That was a nice take. I think that's pike. Really? Oh, yeah. And if it is a big one.
It's a pike. Oh, that's so important. Pikey. Good job. Pikey. Yes. Yes. Exactly what we needed. Yeah, it's bigger. Yeah, 74 exactly. Thanks. Fishing for me, it's about bleeding. It's about meeting friends. It's a nature. It's the adventure that there's every day. Every day is different. And yeah, competition, meet friends, travel around. It's yeah. I thought we were on a spot for Zander, and there was the fish nailed the lure, and I thought, oh, that's big Zander, and then small pike, but they are really aggressive. But it's too much to tell about what's fishing for me, because there are many reasons to meet guys from Sweden, get friends, and work together, and everything. It's because it never gets boring. That's it. I drink my coffee now. A little bit shocked about the pike. Hängt? Ja. Jawohl. Siehst du? Sag's doch. Aber Kleiner, ne? naja. Ja, wir sind jetzt wieder auf unserem Zanderspot und so wie es aussieht, stehen sie noch hier und sind beißfreudig. Ich habe jetzt hier einen kleineren. Ich guck gerade mal. Ja, ist wieder die Kategorie zwischen 45 und 50. Ja. Aber der hat ihn voll genommen. Er hat den Sexy Swimmer mal richtig verinnerlicht. So, dann wollen wir den mal gleich lösen. Super, schön. Der war gallig, der hatte Bock. Zack, weg ist er. Petri. Danke. Pike, no. I don't know. I think it's a perch. Perch? Can be a pike, not sure. I'll put the front engine in. Can I put it on spot lock? Yeah. Do I need to do it? Or you can drive backwards as well. Almost here already? No, it takes a while. Very good. I think it's not a pike. Not a pike? On the perch spot too. Can be a pike. I think it's a pike. Going up Comes. Going up too easy for a pike. I think it's a perch. Oh, Zander. Shit. The small Zander. I wasn't expecting this. That's too bad. Small Zander. When it's bigger than 49, it's... Yeah, it's bigger than 49 for sure. Oh, 52, 53 Zander. Looks shit. I think it's touching the front. No, it's yeah, it's 53 and a half, so it's 54. Approved? Bye bye. Das bringt Mitch und Jelle leider kaum weiter. Währenddessen greift Frapp nach dem letzten Strohhalm. Okay, we decided that we're gonna start now the power over. We are totally lost the fishes. We can't find them now. So we are not trolling, we are not
vertical fishing. We put the live sonars on, try to locate the fishes, and 1 hour catch maybe some pikes, maybe chanders, and after the power hour, maybe we know where they are. Yeah. Yeah. We start here? Yeah, we start here. Fish, 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 big fish, big fish. If this is a perch, then we are in the game. Doesn't matter, it's a strong one at least. I hope it's no pike. It's a really big fish. Yeah, it's a strong one. And it's a big fucking pike. Fuck! No, did break. No, breaks nothing. Slits was gone. Scheiße. So fucking close to net it. But it's hard with, you know, the small hooks. Small and light hooks is hard sometimes to with the pikes like that, and even when they come up to the boat and then when they do the rushes. Everything's fine. Everything. Fucking bait. He opened it. I think that is Houdini. He opened it and took the bait away. Everything's fine. How does it work? Fuck. Huh? Must have opened it while he struck the lure, like the power. But this is nothing on it. Everything's fine. It was hooked perfect. How he has done this, I don't know. Normally, if this goes out and this is broken, then it's like this. But this is perfect. You can close it. That's it. If it wasn't, it was closed for sure. Fuck. Sorry for my words, but this was maybe a little bit for the ticket, huh, Jonas? Yep, it was. But they are here. Now you catch one. Fish, barsch. Barsch. Safe barsch. Ich hole den schon. Hast du einen Kescher, Frank? Ja, ich komme. Du sitzt einmal da drauf. Vielleicht nochmal ein Upgrade. Das wird ein Upgrade sein, wenn du den hier fängst. Das ist ein Upgrade. Yo. Hier Dankeschön. Bitteschön. So, gucken wir mal schnell. Junge, es steht da die Welle drauf hier. Wahnsinn. Fisch. Fisch? Oh, weg. Also weiter. Wir sind da. Hier steht alles voll. So, Roadrunner, Purple Chartreuse und Barsch. Passt super zusammen. 0,5, 38. So, schöner 38er Barsch. Wo der herkommt, ist noch bestimmt mehr zu holen. Also, da weiter angeln, die Zeit rennt. Weiter geht's. Marek, dieses Boot haben wir tun for YPC Boot. Ah, okay. Das wäre cool. Weil es steht wirklich genau drauf, weiß Bescheid. Super, danke. Wir haben gerade einen riesen Hecht verloren, so einen Scheiß. Dankeschön. Yeah, fish. Yeah, that's a pike. Good. Or a perch. I think it's a perch. Really? You're on the outside? We are on the outside. That was a really hard strike.
Here it is. It's a perch. Wow! Whoa! Wow! Look over here. It's totally red. Totally red. What? Crazy, man. I got it. I got the net. 39. We got a small upgrade on a perch. 39. We need a pike now. I was hoping for a pike, but this perch is welcome. 39 centimeters red pike. Thanks for playing, my friend. Little red perch. Der Opa war wahrscheinlich Rotbarsch. Erneut kein weltbewegendes Upgrade. Es dauert aber nicht lange, bis... That's good. That's a big pike, I think. Relax, Mitch. That's for sure a pike. Yeah, it is. You do the engine, yeah? That's the pike. That's the pike. It's not a big one. Not a big one? No, not a big one, but we need it. Definitely not a big one. But it's a pike for sure. I'm gonna turn the boat, Mitch. You want me to go back to the pike? No, a little bit to the front, If I need to anchor, I anchor. Yeah, you can anchor it. It's anchored. It must be an 80 at least. I think so. I'm not sure, but man, that strike was super heavy, man. It can be a bigger one. We lost 110 here a few weeks ago. Maybe it's her. Maybe it's her. You have a meeting with her. It's a good fish, good fish. Good fish, good fish. Yay! Got it! Full card, man. Full card. Finally! It took a while, but we got it! Awesome. It is touching. Yeah. 96 approved. Yeah. Good fish, man. Awesome. Super happy about nice this. fish. This power hour saved our ass. It saved that. Finally, we're gonna grab another one. Alright. Und plötzlich ist Abu dran. Ein gutes Upgrade würde Mitch und Jelle reichen, um auf Platz 2 vorzurücken. Bei Westin wiederum hat sich lange nichts getan. We struggle with the pike today. We really struggle with the pike. But the pike is the whole season is difficult for the whole season. Oh yeah. Yeah, fish. Pike. Think so, not sure. And put it in reverse. The same you went to stop. Must be a pike, it feels quite heavy. It's really heavy, Mitch. Good, 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 good. Maybe it's stuck or I'm not sure. I have to go back. Oh, it's coming, yeah, it's coming. I put it in reverse again. It's a better pike. Possible. Yeah, few head shakes now.
I think you can spot lock it. Yeah. Or just with the net, whatever you want. Is it in? Yeah. Go to third. Good pike, good pike. It's a good pike, buddy. Here it comes. Ah, that's a good pike. Same size, maybe bigger. It's a good fish, man. I think it's bigger, huh? Maybe it is. It's good. It's exciting. It's hooked barely, come on. Just get the pike in the boat. Left. What kind of pike is this, man? This is a big one. I think it's the same size, but it's fat and good looking. Let's measure. It's 98. 98. Proved? Yes, approved. Well done, buddy. 96 and 98. Good Awesome looking fish. pike, huh? We're gonna do some Zander fishing. Cool. It's a healthy fish, huh? Wow, that's nice. Come on, thanks for playing. Hoppa! Und damit ist es passiert. Abu erobert den Qualifikationsplatz und es scheint, als fiele Jochen und Jonas der wundersame Hechtverlust von eben auf die Füße. Viel Zeit zur Korrektur bleibt jedenfalls nicht mehr. Yes, our power hour is over. We got 2 nice pike, a Zander and a redfin perch. And now we're gonna do the last 18 minutes. We're gonna do the jigging for Zander again. We're trying to upgrade it. I think we need some more centimeters because the other team will have more. So cheer for us. Team Abu, last 18 minutes of the game. Come on. Say God. Fisch auf Free Rig. Schmeckt direkt. Ist aber kein Upgrade, glaube ich. Nee. 39 wäre jetzt Upgrade. Dann angel ich weiter, ne? Ja. So, der kam jetzt aufs Free Rig. Ich habe mir da ein hechtsicheres Free Rig zusammengebastelt mit unserem Perch Wire. Also brauche ich nicht messen, der ist unter 39 definitiv. Deswegen setzen wir den gleich zurück und ich erzähle euch kurz, was für eine Montage ich da noch gebastelt habe. Ich habe hier unser Perch Wire, ultra dünnes, geiles Stahl. Und da drauf habe ich quasi unser Free Rig, Tungsten Free Rig mit 12,5 Gramm. Und 2 Perlen, die halt einen richtig krassen Klang erzeugen, wenn man die aufeinander schlagen lässt. Der Klang erzeugt quasi durch dieses Anschlagen. Da klackt es immer zusammen, gibt halt ein bisschen Ton und Signale ab. Und als Köder haben wir dann unseren Edward und als Haken unseren Barschalam Finesse Hook in der Größe 2.0. Und das ist unser 6 cm Edward. So kannst du aktuell beim Angelschein richtig Geld sparen. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt dieses mega geile hochwertige Starter-Set, bestehend aus Rute, Rolle mit passender geflochtener Schnur und einem geilen Transportcase von uns einfach gratis dazu. Und das Coole ist, du kannst wählen, ob du Barsch, Zander oder Hecht als Basispaket zu deinem Angelscheinkurs dazu haben willst. Check die Aktion, alle Infos dazu, die gibt's nochmal hier.
So, what we gonna do next? Well, I think we need to we go to cafe. think about a little. It's difficult to understand because all those spots are super empty. No bites, nothing there. So to go again all around them. Yeah, we don't know if it makes there sense. any fishes. Other side on the lake, too windy. Yeah, but maybe the windy side will be tough, but we can catch there something. How do you feel? It's very windy. We can try. And Yeah, it won't get worse. Yeah, and it's not possible. We go go back. back. So, cameraman, prepare. Fisch. Fisch. Kann das sein, oder? Ja, könnte es. Aber es hat mehrmals nachgepackt, deswegen gehe ich nicht davon aus. Große Kische! So. Schön. Also das waren wieder 4 Bisse. Deswegen gehe ich mal nicht von Zander aus. Aber es waren tak, 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 tak. Kurz abwinken lassen und dann... Ja, kleiner. Willst du gucken, ob du im Wasser? So. Einmal ganz kurz. Ich halte einmal den Fisch. Ja. Oh, da hängt er. Also, der Fisch ist... Da hat aber einer die Bremse nicht dicht gemacht nach dem letzten Fisch da. Ich habe gerade noch mal ein bisschen aufgemacht. Schwer zu sagen. Ja. Oh, ist aber doch, der ist schwer. Bitte? Der ist schwer, der Fisch. Nee. Also wenn das jetzt ein 80er ist, fresse ich einen Besen. Wow. Ja, da. Oh. Ja, der ist schwer. Nein, es kann nicht wahr sein. Ja. Mal rein. Aber Ja. hat er mehr als 75? Ich denke, es ist auch so ein Mitte 70er Fisch. Aber motiviert sind sie, also wie die da drauf scheppern, ist schon. So, das hier wäre ein Fisch mit 77,5, würde als 78er gewertet werden. Ich glaube aber, also wenn wir richtig gerechnet haben, bringt uns das mal nicht weiter. Wir brauchen noch einen größeren. Aber hier sind sie wieder juckiger. Also der hat den Stabi-Chat vollkommen genommen. So. Was ist, Ja, was ich weiß ist aber auch los nicht. mit den Größen Was hier? ist groß mit den Größeren? Was ist hier los mit den los? Größeren? Sind vielleicht doch tiefer an der Kante. Und wir lassen uns hier irreführen, dass die Fische hier aktiv sind, aber einfach keine großen. Wir setzen jetzt nochmal alles auf eine Karte. Und wie ihr seht, jetzt geht es an die dicken Lappen. Jetzt gucken wir, dass wir vielleicht noch einen dicken Hecht kriegen, dass wir da noch ein paar Punkte machen, ein bisschen upgraden. Das ist jetzt die letzte Drift. Aber wir gehen nochmal richtig Vollgas. Drückt uns weiterhin die Daumen. Dürfte freilich eine kurze Drift werden. Für Zeck ist es natürlich egal, aber Westin und Bite of Bleak läuft die Zeit davon. Alles gut. It works. The lure works. The only thing we need is a big fish. Fish. Good one? I think. Yep. I'm on my way. It's a good one. Needed. Just exactly what we needed. That's a big one. 45. 45, yep. That's a nice fish. Das gibt's doch nicht. Jochen handelt den Barsch fast beiläufig ab, aber der reicht tatsächlich gerade so, um Abu wieder abzufangen. Was für ein Drama hier zum Schluss. Können Mitch und Jelle noch einmal kontern?
Not big enough, I think. No. But hey, they're biting. I got it. Look at that. And that's why they make the honeycomb. The tail is bent. Oh, yeah. I got a hard bite. Hard strike. Hard strikes are big fish, huh? It's a bigger one. I think this one is too small. I just put it back. Oh, this was a big one. Big strike. Jesus, man. What a strike. Oh, so small. What a strike. Oh, crazy. Do you think I'm going through? But it's small. It's not it's 52, 51. Too small, huh? Okay, bye. Mitch, did you have your fish under the boat as well? Yeah. Yeah, I've got it. Oh, it's a small one. Right, this one is too small, definitely. Man, we're catching. Right. No, it's small. I grab it with my hand. 50. Too small. My jerk was still open. Don't film this, I'm embarrassed. It's an aquarium fish. Oh, okay, especially for the big one. Especially for the big one. Ich kann hier machen, was ich will. Ich bekomme auf den Bärtigen hier keinen einzigen Biss. Robin auf ohne. Wir haben gerade schon. Na? Hat komisch geschüttelt, muss ich sagen. Sieht nach Zander aus. Ja, könnte ein Zander sein. Das wäre natürlich genial, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zander. Ja. Oh, sauber. Ja. Das muss es doch jetzt sein, Alter. Also wenn das jetzt nicht reicht, ich weiß es nicht, ey. Halleluja. Oh, komm. Wir haben gerade von gesprochen. Hammer. Alter, fuck, ey. Guckt euch diesen strammen Burschen an. Ein Zetti, der größer ist als der andere. Geiler Fisch und der kommt schnell aufs Board. 82,5. Einer nach dem anderen. Den haben wir gebraucht und jetzt müssen wir wirklich nur noch Pikes fangen und keine Zander mehr. Das ist Angeln. Und weg ist er. Stabby-Chat, der hier soll einen Zander imitieren. Und heißt auch Baby-Zander. Das, ja, Baby-Zander. Also das funktioniert wirklich einwandfrei. Hier in 6 Inch, wir fischen auch gerne in 7 Inch. Alles dabei. Und das war's. Robin setzt den passenden Schlusspunkt unter diese dramatische Schlussphase. Bevor die Teilnehmer die Ergebnisse erfahren, hören wir kurz in die Teamfazits rein. The day and the competition is over for us. The day was really tough. I don't remember such a day because 2 days ago we thought, wow, it was very bad, but actually today was really bad. And I don't think that lures or something could change this. All the teams ran away. No. Yeah, all the teams ran away from here. They had some plan B, plan C, plan D maybe. Yeah, Tony. Yeah. Thank you for the tournament. Thanks. And good luck, guys who are in finals. So, see you next season. See you. Also, wir haben wirklich stark gestartet, ja. Und haben auch stark nachgelassen. Muss man auch erstmal können. Na, wir hatten aber auf jeden Fall schon echt zu kämpfen heute. War ordentlich Welle auf dem Teich. Und mit unserem Bötchen hier haben wir uns da tapfer gegen die Wellen gekämpft. Wenn ihr so eins kauft, unbedingt mit gefedertem Sitz. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, dann muss man klar sagen, vielen Dank an Allround Marine, den Importeur von Humminbird und Minn Kota für den deutschsprachigen Raum und noch ein paar andere Länder, dass die uns ermöglicht haben, hier bei der Competition teilzunehmen. Und wir würden uns natürlich tierisch freuen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Jetzt wissen wir nämlich, wie der Hase läuft. Oder auch nicht. Und Jan, Alter,
Es war mir eine Freude, mit dir zu angeln. Es war sehr einfach, keine Fische zu fangen. Aber wir haben mal ein bisschen was haben wir ja gefangen. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss. Leider haben wir den ersten Tag verkackt, aber wir hatten heute einen richtig schönen Tag auf dem Wasser bei sehr windigen Bedingungen. Aber wir haben richtig tolle Fische gefangen heute. Ja. Und ich glaube, wir konnten ein bisschen Boden wieder wegmachen. Ja, war ein super Aber spaßiger Tag. Die Frequenz war ja super. Ob es jetzt Hecht war, Barsch war, Zander war, noch ein paar Bisse dazu gehabt. Und wenn man so einen ersten Turniertag hingelegt hat, dann fühlt sich der Start vom zweiten erstmal nicht so gut an. Richtig. Dann kommt erstmal so ein kleiner Dämpfer rein, aber mit den Zandern, die so zackig dran waren, kam man so richtig schön ins Flow. Und dieser Flow hat sich bis zum Schluss durchgezogen. Also von daher sind wir mit dem Angeltag sehr gut zufrieden. Ja. Und vielen Dank fürs Daumendrücken. Heute hat es richtig gut funktioniert. Und ganz zum Schluss noch ein riesen Dankeschön an B1 Boot Center, an unsere Familien. Ja. Ganz, ganz wichtig fürs Verständnis. Und vor allen Dingen an Carsten Zeck, der uns das ermöglicht Vielen hat. Dank. Also, Team Zeck ist raus. Ciao. Ciao. That was hard work. I think the guys, the people at home cannot see how bad it is. The waves are like enormous. You have to fight to keep on standing on your feet, and the water is murky here. So the last hours we struggled big time, and we made a few wrong choices, but you don't know that in advance. So somebody probably made the right choice, but in the afternoon. Will see it, huh? Yeah, but that's true. But it's so difficult in the afternoon. Yep. But we fight very hard. I think we have fight very hard too. We tried. So you can only do your best, and when the fishing is hard, the time is slipping through your fingers, and the time is your biggest enemy. Then. From spot to spot. Yeah. But I know one thing: we will see the results from the other in a minute at the prize giving. First, a long way back with big waves. Yep. Okay. See you guys. So guys, Bite Oblique is done for today, and yeah, we got some super nice fish, but we would really need that upgrade for pike. So we'll see. We're not totally sure we're out, but it's gonna be super interesting to see how the other teams fish today. But yeah, I have no idea. Looking forward to know the results for today. Tricky. It was not funny to lose this big pike directly to the boat. I think with this pike it would be really closed. So yeah, we will see. If we are not going to the finals, we will see. I'm thankful for it to get this year again. Participating for a Bite of Bleak, special products, really good products. We got this butter bolt, what delivered perfect this year. We didn't expect that, but the color was unbelievable. And so, my friend Jonas, come over. Hopefully it's not over yet. Hopefully it's not over yet. Maybe we will come to the finals, but thanks for watching and see you next time. Well, YPC Boat 2026 is over. At least. We think it's over. We think it's over. We made a full card, but I don't think it's gonna be enough. We don't think it's gonna be enough. But we had some fun. We had good fishing at the end. Absolutely. 2 good pikes. 5 sanders in like 10 minutes. Yeah, it was cool. It's a good moment, I think, to thank all of you guys watching us and supporting us. You guys and girls, we love you all. And of course, Abu, the sponsor who makes it all happen. All the good gear, soft bait reels, rods, everything is super nice. Well, thanks a lot, everybody. Thanks to the cameraman as well. He's awesome. And see you later. We're out. Ein erfolgreicher Tag geht zu Ende mit viel Spaß, viel Spannung und mega geilen Fischen. Nicht ganz so viele, wie wir gedacht hatten, weil wir eigentlich dachten, wir gehen auf Frequenz im Tiefen. Das hat aber nicht funktioniert und Gott sei Dank haben wir im Flachen recht schnell den Key geknackt. Ja. Es
hat funktioniert. Ich meine, der große Pike ist nicht gekommen. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir weiter sind. Wir haben echt keine Ahnung, aber diese Gruppe, da ist wirklich alles möglich, dass die das da wegsprengen. Ist auch gut möglich, dass wir uns verrechnet haben. Vielleicht ist der Vorsprung aus der ersten Runde aber auch nicht weggeschmolzen. Das ist, glaube ich, unsere große Hoffnung. Ja. Und 380er Zander muss man auch erstmal fangen. Wenn sie jetzt 3,10 Meter, 1,20 Meter Hechte gefangen haben, dann haben wir Pech. Aber dann, wie gesagt, sei es den Leuten gegönnt. Wir hatten Spaß auf dem Wasser. Ja. Wir wurden gut durchgeschüttelt von Robin und von Nils Boot. Freuen uns jetzt entspannt in den Hafen zu fahren. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis so mit sich bringt und ob es gereicht hat für uns oder nicht. Ja. Team Tailwalk. Wir verabschieden uns. Ist raus. Geiler und wünschen Tag. einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Hi guys. I have 2 tickets left for the finals and I'm going to announce who will get them and fish for this trophy tomorrow. Team Zek and Team Humminbird had quite a tough river day. Team Frapp had a very disappointing lake day. Even though you guys caught some nice fish in this competition, one good day is not enough. So we have to say goodbye, but thank you for taking part, putting up a good show. Team Tailwalk was very strong last year. They had, I think, more than 730 points last year. But since they were in an incredibly strong group, they didn't make it to the finals. This year, the points are a bit lower and they could improve. They had 3 perch of 47 and more, 3 Zanders of 79 and more. So with an incredible score of almost 770 points, Team Tailwalk is the best group in the whole group stage, and that also means that they win the group. Team Westin has a pretty solid board overall, but Luc and Ton are missing the big fish this time, the real big fish. Team Abu Garcia has 2 big pike and 1 big perch, and Team Bite of Bleak has 2 big perch and 1 big zander, and it's a pretty close call between the 2 teams. And the last ticket of this year's final is going to Jonas and Jochen. Congratulations. Das war die Vorrunde. Tailwalk zieht als punktbester Gruppensieger in die Runde der letzten 8 ein. Bite of Bleak schafft es haarscharf, den ausgeschlitzten Hecht am Ende doch noch zu kompensieren, mit nicht einmal einem Punkt Vorsprung. Gratulation an die beiden Finalisten und ein herzliches Auf Wiedersehen an alle ausgeschiedenen Teams. Und damit richtet sich der Blick aufs Finale, das wir euch in 2 Blockbuster-Folgen präsentieren mit folgenden Finalisten. Ilex und Nace aus Gruppe A, Finwal und Bullseye aus Gruppe B, LMAB und Savage Gear aus Gruppe C und, wie gerade gesehen, Tailwalk und Bite of Bleak aus Gruppe D. Freut euch auf 2 mal 90 Minuten feinste Angelunterhaltung und hinterlasst uns bis zur Ausstrahlung der ersten Folge, also bis zum 26. April um 18 Uhr, einen Kommentar mit eurem Favoritentipp. Unter allen Richtigtippern ziehen wir 2 Gewinner, die jeweils eine kleine Auswahl der original gefischten Erfolgsköder dieser Staffel erhalten. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.